Gerader Nacken, Hals aufrichten, großes Thema. Aber macht dir keine Sorgen, es geht nicht darum, den Hals irgendwie zu verbiegen. Ja? Es geht darum, immer wenn wir sitzen und uns dessen nicht bewusst sind, neigen wir dazu, hier in der Haltung einzuknicken und den Kopf zu überstrecken, in den Geierhals mehr und mehr zu gehen. Da gibt es immer mehr Verkürzungen und Spannungen hinten im Nacken und das führt zu Schmerzen. Die gute Nachricht, wenn du diese 3 Übungen, die wir dir jetzt genau erklären, wenn du die machst, dann hast du eine gute Chance, diese negative Entwicklung aufzuhalten und auch wieder rumzudrehen. Ich habe die Ina wieder dabei, die dir das zeigen wird. Hallo. Und ich erkläre es dir ganz genau. Du kannst dich auf den Stuhl setzen dazu. Ina, geh doch mal in den Fersensitz vielleicht. Dann ist es alles ein bisschen von der Haltung her festgelegter. So, mach deinen Rücken gerade. Und das Erste, was du machst bei dieser Hauptübung für den Nacken eigentlich, du wendest den Kopf 45 Grad nach links, beugst deinen linken Ellbogen, ziehst deine linke Schulter runter, greifst mit der rechten Hand über den Kopf, so dass die Fingerspitzen dort sind, wo das linke Ohrläppchen oben aufhört. Und jetzt machst du dir klar, in welche Richtung du möchtest. Nämlich, du möchtest jetzt den Kopf Richtung rechtes Knie, Richtung rechter Ellbogen ziehen. So schräg zur Seite, nach vorne, unten weg. Und dann merkst du die Dehnung hinten links im Nacken. Das steigerst du 2 Minuten, vielleicht 2,5 Minuten, je nachdem, wie viel Bretthärte da hinten drin herrscht. Und dann gehst du wieder raus. Und dann machst du es nach der anderen Seite. Wieder gerade hinsetzen. Immer erst den Rücken gerade, der sollte während der ganzen Übung gerade bleiben. Erst den Rücken gerade machen, dann guckst du 45 Grad nach rechts, die rechte Schulter tief ziehen, du beugst am besten immer schön deinen Arm, damit die Muskeln vorgespannt sind, dann fällt dir das Tieferziehen leichter. Dann gehst du mit der linken Hand über den Kopf, ungefähr da, wo das rechte Ohr oben endet. Machst dein Kinn zum Kehlkopf, das verstärkt nochmal den Dehnungseffekt und ziehst den Kopf nach vorne, links, unten und dann fühlst du die Dehnung rechts seitlich hinten am Nacken. Auch 2 bis 2,5 Minuten steigern. Noch ein Tipp zum Steigern. Versuche, wenn du die Position eingenommen hast, deinen Atem wahrzunehmen. Atme ein, lass alles so wie es ist und im Ausatmen, da kannst du gut noch ein Stückchen weiter in die Dehnung rein, weil Ausatmen entspannt immer, das läuft über den Vagusnerv, diesen berühmten, und da entspannt der Körper und du kannst besser in die Dehnung rein. Soweit zur ersten Übung. Wenn die dir taugt, so von der Erklärung, wenn du nachvollziehen kannst, wie die funktioniert, gib doch mal einen Daumen nach oben und like das mal und wir machen weiter mit der nächsten Übung. Und jetzt machen wir was ganz Spezielles. Du musst nämlich wissen, es gibt 2 Muskeln, die Kopfwände, die gehen von hier hinten, hier seitlich vorbei nach vorne. Also genau bei dieser Überstreckung, den Geierhals, genau da werden die immer kürzer. Wenn du diese beiden Muskeln wieder dehnst, hast du viel mehr Chancen rauszukommen aus dieser Geierhalsposition. Wie gehen wir da ran? Leg dich so hin wie Ina auf die Matte, Beine sind aufgestellt und jetzt greifst du mit den Fingern beider Hände oben, hinten an den Kopf. Du bleibst aber mit dem Schädel am Boden liegen. Okay? Und jetzt geht es darum, dass du das Kinn möglichst dicht zum Kehlkopf ziehst, weil dann werden diese Muskeln länger. Kinn zum Kehlkopf, das heißt hinten der Punkt, wo diese Muskeln entspringen, dieser Punkt wird weiter entfernt von hier vorne, wo sie angewachsen sind, und dadurch werden die schon vorgedehnt. Und jetzt besteht die Hauptaufgabe darin, diese Muskeln anzuspannen. Beweg du dich mal nicht, Ina, ich zeig's mal. Beim Anspannen beider Muskeln würde das passieren. Also genau der Geierhals. Und wenn du das jetzt machst, am Boden liegend, als wolltest du das machen, das, der Boden aber dagegen drückt, kannst du anspannen, wie wir das immer machen in unserem Krafttraining, ohne dass Bewegung zustande kommt. Jetzt genau reinfühlen, Ina. Versuche es, in den Geierhals zu gehen, drück mit deinem Kopf gegen den Boden, halte mit den Händen fest und entspann wieder. Und nach dem Loslassen merkst du, dass das Kinn
näher zum Kehlkopf kommt, weil nach dem Loslassen ist dieser Muskel ein bisschen weniger gespannt und du kannst mehr in die Position, wo er länger sein muss. Und nochmal, du drückst wieder mit dem Kopf gegen den Boden, als wolltest du den Kopf so überstrecken, lässt wieder locker und gehst weiter rein. Hast gemerkt? War eben deutlich zu sehen. Ich merke, es geht mehr dann. Und nochmal, du spannst wieder an, wieder locker und weiter mit dem Kinn rein. Ja? Auf diese Art und Weise arbeitest du dich 2 bis 2,5 Minuten immer weiter in diese Position. Die Übung ist nicht einfach, deswegen wäre es toll, schreib da mal einen Kommentar, wie du damit klarkommst, ob du gemerkt hast, dass du danach noch ein bisschen besser deine Haltung ausrichten konntest, nämlich weg vom Geierhals in den eher geraden Nacken, das ist ja Thema. Und ja, lasst uns wissen, dass ich damit umgehen kann und weiß, wie ich die Übung anleiten kann, sodass du es richtig gut nachvollziehen kannst. Und jetzt kommt die dritte Übung. Und die dritte Übung besteht jetzt darin, du bleibst in der Position, die wir erarbeitet haben. Kinn möglichst weit zum Kehlkopf. Aber jetzt versuchst du, die Lendenwirbelsäule immer dichter an den Boden zu kriegen. Du merkst, dann will das Kinn vom Kehlkopf weg. Ja. Und das ist genau Rundrücken, Geierhals. Rundrücken, Geierhals. Das gehört zusammen. Wie A und B gehört Rundrücken, Geierhals meistens zusammen. Ja? Und wenn wir jetzt den Rundrücken ein Stück versuchen wegzuüben, dann wirkt sich das auch gut auf den Geierhals aus. Dann wirkt sich das gut darauf aus, dass der Nacken gerader steht und nicht mehr so in dieser Überstreckung ist mit dieser schlechten Haltung. Das heißt, zieh dein Kinn zum Kehlkopf, lass es da. Zieh den Bauchnabel und den gesamten hinteren Rückenbereich, den unteren, nach hinten zum Boden. Lass ihn da. Zieh oben wieder. Zieh unten wieder. Zieh oben wieder. Zieh unten wieder. Und dieses Krafttraining für einen geraden Nacken, das machst du wieder wie immer 2 bis 2,5 Minuten. Und danach, wenn du das gemacht hast, fühlst du mal rein, guckst mal seitlich in den Spiegel und ja, schreib mal einen Kommentar, wie es dir geht und ob du schon einen Effekt gemerkt hast. Man merkt oft schon nach einem Durchgang, dass sich das alles irgendwie ein bisschen anders anfühlt. Wenn du hier klickst, kommst du auf Übungen dieser Art in Echtzeit, wo du direkt angeleitet mit trainieren kannst. Okay, dann geh wieder raus aus der Anspannung. Das war jetzt genug Krafttraining. Ja. Mach die Beine auch wieder lang, ruh dich aus von dieser Anstrengung. Du zu Hause auch. Und wenn du mehr für deinen Nacken machen willst, die ganze Routine, dann klicke bitte dort. Wenn du den Kanal noch nicht abonniert hast, ja, dann abonniere den bitte jetzt, damit du kein Video verpasst und YouTube dich darauf hinweist. Und vergiss nicht, die Glocke zu aktivieren. Und sei dabei, diese Infos, wo Leute und Menschen sich selber helfen können, erzähl's rum, teile das Video. Ciao. Ciao.